Hi, ich bin Ulf. Herzlich willkommen im Retro NTB Lab. Ich habe was eingekauft und war ein bisschen überrascht. Ich wollte eigentlich nur Teile kaufen und ein Bike zum Schlachten. Und ich muss euch vorwarnen, es wird heute nerdig, denn ich habe mich etwas verkauft. Und was da passiert ist genau, das könnt ihr jetzt im Video sehen, wenn ich ein echt interessantes Bike zerlege und Spoiler Alert nicht wieder zusammenbauen werde, weil da noch eine Geschichte hinten dran hängt. Viel Spaß beim Video und denkt an mich, denkt an meinen Kanal Tag und Nacht, abonniert meinen Kanal und schaut euch meine anderen Videos an. Ja, wie gerade im Intro schon erzählt, eigentlich war der Plan ganz einfach. Ich habe mal wieder bei Kleinanzeigen nach Fahrrädern geguckt und ein Bike für 49 € gefunden. Auf den Fotos war zu erkennen, es gab eine Deore DX-Schaltung, es gab ein bisschen anderes nettes Zeug aus den 90ern. Unter anderem dachte ich, einen San Marco Rolls Sattel erkannt zu haben auf den Fotos. Anscheinend brauchbare Anbauteile. Und damit alleine war schon klar für mich, okay, das ist gut, da fahre ich hin, das kaufe ich mir. Das hätte sich schon gerechnet. Dann bin ich hingefahren, habe das noch ein bisschen runtergehandelt, habe am Ende 40 € dafür bezahlt. Das Rad war ziemlich dreckig, der Antrieb war verklebt, das hatte wirklich gelitten bei seinem letzten Besitzer, der das einfach nur als Commuterbike, um Tag für Tag damit rumzufahren, benutzt hat. Und es war aber schon klar, es wird sich auf jeden Fall rechnen, das Bike zu kaufen, weil eben die Deore DX-Gruppe dran war. Vorne leider ein nicht passendes Vorderrad, dafür mit einer Deore XT-Narbe und einer guten Felge. Ansonsten nochmal überraschenderweise einen kleinen Aufkleber am Sitzrohr gesehen, Made in Japan. Und dann habe ich mir gedacht, okay, 40 € biete ich mal, nehme das Ding mit und ab dafür. Und dann habe ich es auf meinen Montageständer gepackt und mein Plan hat sich eigentlich ziemlich schnell in Luft aufgelöst, das Teil auseinanderzunehmen, die Teile für ein anderes Projekt zu benutzen und dann den Rahmen irgendwie in den Fundus zu packen. Ich habe dann erstmal ganz normal angefangen, das Rad zu strippen, Kette runtergenommen, Schaltzüge vorne und hinten getrennt und erstmal nichts weiter an Auffälligkeiten gehabt. Dann schnell mal den Flaschenhalter abgemacht. Vorderen Umwerfer demontiert, alles ganz normal, alles Standard, alles erwartbar. Und dann ging es hinten weiter, das Schaltwerk abgebaut, die alten Zugreste rausgezogen und vom Rahmen demontiert und dann kurz getestet, ob das Schaltwerk noch funktioniert. Es ist Deore DX, ohne Probleme natürlich, unzerstörbar, funktioniert tadellos. Es gibt kein Spiel in den Lagern, Bolzen, es gibt eine straffe Feder, eigentlich alles so, wie es sein soll. Dann die Kurbeln runtergenommen, die Kappen entfernt, den Abzieher drauf, Kurbelschrauben aufgemacht, ja, beide Seiten demontiert. Die sind irgendwann später wahrscheinlich mal dazu gekommen, als es schick wurde, Compact Drive zu fahren und dann hat man eben irgendwie diese Mitte der 90er Deore LX Kurbel FCM 563 einfach mal nachgerüstet. Wahrscheinlich, weil es dann abgedatet werden sollte, das Bike, nach ein paar Jahren.
Dann das Tretlager aufgemacht und da kam es dann irgendwie schon so ein bisschen über mich, dass ich gedacht habe, irgendwas ist hier anders. Den Kontering aufgemacht, die Lagerschale rausgeholt und dann die Welle rausgezogen und das ist dann wirklich strange gewesen. Auf der Welle war direkt schon eingeprägt 70 Millimeter. Nicht 68, wie das eigentlich beim klassischen MTB erwartbar gewesen wäre, oder 73, wie es bei den Oversized Alurahmen aus den 90ern ist. Es war irgendwie komisch. 70 Millimeter ist überhaupt nicht Mountainbike-Standard. Die Lager selber waren noch gut, es gab nicht wirklich viel Verschleiß hier. Neufetten reichte komplett, Top-Qualität, halt Deore DX Ende der 80er Jahre, bombproof. Dann nach vorne weiter, das Vorderrad ausgebaut, wie gesagt, Deore XT-Narbe gehört hier eigentlich nicht rein, wahrscheinlich auch mal beschädigt gewesen und ausgetauscht gegen was Moderneres. Dann die Kenties, auch hier schöne alte Deore XT Kenties, noch mit der Frogleg-Konstruktion, nicht die Low-Profile Kenties, wie es dann nach 1990 war. Und hinten hatte sich sogar mal jemand überlegt, die Santor Petersen SE Bremsen einzubauen. Das ist jetzt irgendwie mein zweites Paar von den Teilen. Die anderen habe ich an einem anderen Rad dran. Ist ganz gut, sowas mal zu haben. Natürlich waren auch hier die Beläge total versprödet und sind auch runtergefahren. Da muss was anderes rein. Dann habe ich erstmal die hässlichen Hörnchen runtergemacht und die harten Moosgummigriffe demontiert. Die haben sich ziemlich heftig gewehrt. Da habe ich doch ein bisschen länger für gebraucht, um die abzubekommen. Und auch ein bisschen mehr Spiritus diesmal reingeschüttet, als eigentlich geplant war. Und dann habe ich mir die schönen Deore DX Schalthebel abgebaut. Die funktionieren auch tadellos. Das einzige Problem ist, an die Bremshebel hat jemand irgend so ein komisches Tape geklebt, um halt einen komfortableren Bremsgriff zu haben.
Und mein absolutes Highlight hier an dem Rad passt überhaupt nicht dran, aber war halt 90er Jahre Tuning, der gefederte Vorbau. Heute macht man sowas im Gravel-Bereich auch wieder. Und eigentlich passt das auch ganz gut, denn ihr werdet gleich noch sehen, dass das Rad ziemlich geile Gravel-DNA hat und eigentlich ein Vorläufer von modernen Gravel-Bikes ist. So, dann den Lenker raus, Vorbau raus und den Steuersatz ausgebaut. Nächste Überraschung hier, 1 Zoll Steuerrohr. Das ist eigentlich im Mountainbike-Bereich auch damals schon Ende der 80er ein Auslaufmodell gewesen, aber klassisch japanisch. Und da ist auch hier die Verbindung zu dem Rahmen. Jetzt bin ich dann zum Hinterbau zurückgegangen, Sattelstütze rausgeholt, nachgemessen, 26,4 mm. Es war im Übrigen eine schöne, hochwertige Chromalipdan-Stütze drin. Keine Alustütze, sonst wäre die wahrscheinlich festgegammelt gewesen, aber die ließ sich sehr, sehr gut lösen. Und dann habe ich am Tretlager nochmal nachgemessen, die Tretlagerhülse gemessen und tatsächlich die 70 mm auf der Achse waren kein Versehen, sondern es ist hier tatsächlich ein 70er Tretlager eingebaut und das ist sehr interessant, weil das ganz klar auf japanischen Rahmenbau in den 80ern, auf Randonneurbau und so weiter verweist. Hier sieht man zum Beispiel beim Sitzrohr, das ist quer ovalisiert. Das heißt, man hat hier einen Rohrsatz genommen, den in diese Richtung so ausgerichtet und gedrückt, um eine höhere Quersteifigkeit beim Pedalieren zu erzielen. Und dann auch das alles so zu verschweißen mit der Tretlagerhülse, da steckt schon wirklich Handwerkskunst drin und das dauert einfach und ist damit eben auch teuer. Dann an die Ausfallenden gegangen, die waren nicht mehr ganz parallel zueinander. Dann habe ich mir mein Richtwerkzeug rausgeholt und die neu ausgerichtet, damit die wieder parallel zueinander stehen. Und dann nochmal mit dem Messschieber nachgemessen und auch hier die nächste Überraschung, 132,5 mm Abstand, kein 130 mm, kein 135 mm. 130 mm wäre Road oder Randonneur-Narben gewesen, 135 mm wären die damaligen Mountainbike-Narben gewesen, aber hier liegt es genau dazwischen. Und das ist nicht irgendwie kaputt oder das ist auch kein Zufall oder verbastelt. Das war genau so konstruiert. Damit wollte man definitiv Renn- und Touring-Narben einbauen können, um maximale Flexibilität beim Aufbau zu haben.
So, da habe ich dann erstmal die Spuren der Jahrzehnte entfernt. Das Rad ist bestimmt seit Jahren nicht mehr geputzt worden. Das ist jetzt für euch bestimmt nicht so spannend. Ich habe das jetzt schon sehr, sehr reduziert dargestellt, aber ich habe bestimmt 20 Minuten nur geschrubbt und gescheuert. Und danach dann auch nochmal das Ganze von innen, ja, eben geflutet mit einem Wachsspray, und um den Rahmen zu konservieren. Leider ist das Ganze vom Lack her in einem ziemlich scheußlichen Zustand. Ich denke, es wird auch nicht helfen, da noch irgendwie den Lack aufzubereiten oder irgendwas zu machen, sondern ich gehe davon aus, ich werde den Lack jetzt einfach irgendwann anfangen runterzuschleifen. Entweder werde ich versuchen, den Rahmen selber neu zu lackieren, oder vielleicht sogar, wenn ich Bock drauf habe, den Rahmen Pulver beschichten lassen. Ich denke, das Rad ist wirklich sehr cool gemacht. Es hat eine sehr schöne handwerkliche Bauart und Bauweise, und also hier war definitiv jemand am Werk, der sein Handwerk sehr, sehr ernst genommen hat. Die Denkweise hinter dem Rahmen ist anders. Das ist aus einer Zeit, in der Rahmen gebaut wurden, die noch ewig halten sollten, maßhaltig sein sollen, Material wertschätzen, Handwerk hochhalten. Damals hatte man für sowas keinen richtigen Namen. Das war vielleicht ein All-Terrain-Bike oder ein Explorer-Bike, aber sowas ist nicht an jeder Ecke gewesen. Und sowas hat man eigentlich damals, wenn man eben wirklich Offroad lange Strecken zurücklegen wollte. Also genau das, was heute eigentlich Gravel-Bikes machen. Und das gab es eigentlich auch so nur in Japan. Der Rahmen hier ist das, was heutzutage Rivendell baut zum Beispiel. Das war genau die Intention von dem Rahmen, und deswegen wird der auch neu aufgebaut. Und deswegen habe ich mir überlegt, ihr bekommt jetzt davon eine Serie zu sehen, weil ich mir überlegt habe, dass ich im nächsten Sommer damit an einem Ultracycle-Event teilnehmen möchte. Viel Spaß und bleibt dran!